Hui, uns geht's gut, oder? Ja, nur ein bisschen nass. Es regnet immer doller und doller und laut Wetterradar wird das nicht besser. Eine Alien-Sichtung! Hast du Lust, bei dem Wetter Fahrrad zu fahren? Geht so. Aber wir haben es nicht mehr weit, ne? Nee. Jetzt sind wir hier auf dem Campingplatz, den wir uns ausgesucht haben. Beziehungsweise da hinten ist er. Hier ist der Bauernhof. Und keine Rezeption. Ganz komisch. Wir sind einmal rumgefahren, ist recht klein. Natürlich sitzt keiner draußen bei dem Wetter. So, wir wurden jetzt ein bisschen über den Reiterhof gelotst und hier ist ein kleiner Platz. Wir bauen jetzt auf die Steine da schnell unser Zelt auf. Dann haben wir 20 Euro für die Nacht bezahlt. So, das Zelt steht und ich habe unsere alte Zeltplane da jetzt noch hinten hingehängt. Lecker, lecker, ne? Wir duschen jetzt erstmal und ziehen uns saubere, trockene Klamotten an. Tür ist jetzt zu, wir haben jetzt da Ankertringsjacke hingehängt, da hängt meine Hose, auf dem Boden sind unsere Handtücher ausgelegt. Ja, da drauf liegen die ganzen nassen Kleidungsstücke. Hier draußen hinten habe ich noch eine Wäscheleine hingespannt. Da sind ein, zwei klitschnasse Sachen. Die wollte ich gerne mal waschen. Und da ist unser altes Zelt, unsere Schuhe und da ist Essen. Hier wird gleich gekocht. So, der Kocher läuft. Da drüber hängt die Wäsche. Wir buchen jetzt bei Booking ein Apartment. Guten Morgen. Es ist immer noch echt kalt draußen. Bisschen ungewohnt für Juni, aber okay. Und zudem noch sehr, sehr feucht. Also, naja, jetzt hat es wenigstens aufgehört zu regnen. Seit ein paar Stunden. Aber die Sachen sind ja immer noch sehr, sehr nass. Wir hoffen, dass wir die in der Unterkunft ein bisschen trocken kriegen. Na? Ich glaube, wir hatten gestern schon das Vergnügen, ne? Hä? Ja. Die Sachen sind jetzt ein bisschen getrocknet, aber auch nicht ganz. Wir sind hier gerade bei Lidl, haben gerade ein bisschen gefrühstückt und noch was getrunken. Wir sind jetzt an unserer Unterkunft und versuchen irgendwie an den Schlüssel zu kommen, weil hier sind mehrere Schlüsselkästen. Okay, wir sind drinnen. Wir sind jetzt hier im Apartment angekommen, was wir gebucht haben. Fahrradtaschen haben wir schon mit reingenommen und die Fahrräder haben wir draußen angeschlossen. Wir werden jetzt hier die nächsten 2 Nächte verbleiben. Und jetzt gibt es eine kleine Roomtour hier. Hier ist das Badezimmer mit Dusche, Klo, Waschbecken, ausreichend. Dann haben wir hier unser Schlafzimmer. Und hier ist die Küche. Wir haben jetzt einiges auf der Heizung und die Heizung auf 5. Und ich weiß nicht, irgendwie hatte ich die Tasche gestern nicht richtig verschlossen. Auf jeden Fall ist da unten Wasser drin. Genau in der Tasche, wo meine ganze Elektronik drin ist. Scheiße. Mal gucken, ob da noch was zu retten ist. Laptop funktioniert auf jeden Fall noch. Bei dir war das auch
in einer Tasche ziemlich feucht. Ja, und da waren aber hauptsächlich nur Klamotten drin und noch ein zweites Portemonnaie mit Geld. Das musste ich jetzt auch noch mal zum Trocknen hinlegen. Auch Entwarnung bei meiner großen Powerbank. Ich hatte eben schon Panik, als ich sie anschalten wollte an der Seite, dass die Lämpchen nicht geleuchtet haben. Aber ich habe sie jetzt an den Stromnetz angeschlossen und sie blinkt. Juhu! Trocknet auch noch fleißig vor sich hin. Heizung im Flur. Das ist die Heizung hier im Bad. Wir sammeln jetzt schon mal einen Teil zusammen, was wir zurückschicken an Mutti. Das alte Zelt geht dann auch zurück und vielleicht noch ein, zwei Sachen von mir. Wir treffen uns jetzt mit einem Bekannten von mir, deswegen sind wir auch hergekommen. Ja, den wollten wir zu Beginn der Weltreise gerne nochmal sehen, bevor wir ins Ausland fahren und dann lange Zeit nicht mehr die Chance haben. Zurück im Apartment, war wirklich ein schönes Treffen. Endlich mal hat man sich live getroffen, sonst hatte man immer über Internet kommuniziert, aber halt meistens über Sprache, nicht über Bild. Ja, wir haben was zusammen getrunken, zusammen gequatscht in einem Restaurant. Ja. Und war sehr schön. Ja. Da kann man auch im Notfall nur einen Laptop einmal komplett aufladen mit. Wir hatten eben gerade ein Telefonat mit einer Reporterin von der Landeszeitung in Lüneburg. Die wollen jetzt in Zukunft immer eine Follow-up-Story von uns machen. Das heißt, einen kleinen Überblick geben, wo wir gerade sind und was uns bewegt. So, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ist ja jetzt zum Glück einiges getrocknet. Wir haben uns doch nochmal entschieden, bevor wir das Zelt verschicken, dass wir das einmal auspacken und entlüften. Und ich glaube, das war eine gute Idee, weil das müffelt schon ein bisschen. Jetzt gehen wir erstmal raus. Gucken, ob jemand einen Karton für uns hat. Ja, cool. Wir haben jetzt einen Karton bekommen. Hier müssen wir ein bisschen zurechtschnippeln und einige Stellen ausbessern, aber das ist gut. Und jetzt gehen wir raus und bringen das Ding zum Paketshop. Paket ist jetzt verschickt. Heute ist Tag 13, jetzt ziehen wir wieder aus dem Apartment aus. Gleich geht's weiter, aber erstmal wollen wir zum UPS-Shop, weil wir haben eine Reklamation bei Amazon beantragt. Die Akaso-Kamera geht nämlich zurück, weil sie defekt ist. Wir waren jetzt eben noch beim UPS-Shop, haben die Akaso-Kamera weggebracht. Das ging alles ohne Probleme. Ja, ich habe jetzt nochmal die Ketten geölt und die gefederte Sattelstütze, damit das schön geschmeidig ist. Ann-Kathrin ist jetzt noch bei Famila drin, bringt Pfand weg und dann fahren wir los.
wir sind jetzt an unserem Campingspot angekommen. Hier werden wir nachher das Zelt aufschlagen und morgen früh, so früh es geht, wieder abbauen und dann weiterfahren. Hier um die Ecke werden wir heute das Zelt mal aufschlagen. Und so Leute, geht Wildcamping. Wir haben keinen Müll hinterlassen, nichts beschädigt. Wir haben nur ein bisschen Gras umgeknickt. Unser Frühstück heute: So, der Campingkocher läuft. Gleich gibt's Spaghetti mit Tomatensauce. So, jetzt schreiben wir hier in das Gästebuch. Aufkleber klebt schon. Ach ja, und hier wegen der Essenstüte. Das hatte ich ja mit Pattex geklebt und ich finde, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Also das hält auf jeden Fall und ist dicht. Wir wollen euch jetzt noch mal ein paar Sachen erzählen, die wir zwischendurch erlebt haben, die wir jetzt nicht so gefilmt haben. Was haben die eingesagt? Viele Grüße aus dem Hamsterrad. Sonst gab es auch viele Leute, die uns einfach angesprochen haben, egal ob wir jetzt gefahren sind oder irgendwo gehalten haben, ob es jetzt vom Supermarkt war oder so. Den ersten Tag, wo wir da alleine gefahren sind, also Tag 2 war das ja, da ist ein älteres Pärchen hinter uns gefahren mit E-Bikes und die haben dann so langsam zum Überholen angesetzt und dann ist die Frau neben mir gefahren und der Mann neben Ann-Kathrin und ja, dann haben wir erstmal gequatscht. Die haben von ihren Reisen erzählt, dann haben wir die Fragen beantwortet, wo wir hinwollen und wo wir herkommen. Dann hatten wir irgendwo auf einem Dorf, war das glaube ich, eine Engstelle auf einem Fuß- und Fahrradweg und da haben die Leute uns vorgelassen, die dann entgegenkommen sollten und als wir dann durch sind, hat die eine Frau uns einfach angeguckt und gestarrt und meinte so, wow. Mehr nicht. Ja, dann von Supermärkten wurden wir auch mehrmals drauf angesprochen, weil wir einfach auffallen mit unseren Fahrrädern, die so bepackt sind. Ja. Und dann fragen die natürlich auch, wo es hingeht und so. Dann antwortet man denen auch gerne. Ja. Dann habe ich von dem einen Herrn, wo du drin warst, in dem einen Supermarkt auch gehört, dass er selber mal als, ich glaube, 14-Jähriger in den Sommerferien mit dem Fahrrad bis nach Schweden hochgefahren ist. Oha. Und dann hauptsächlich durch Dänemark und so. Und er meinte, dass diese Landschaft für ihn aber relativ langweilig war, Ja. weil das wohl immer eintönig war und immer nur so geradeaus. Und da meinte er so, wir hätten uns ein bisschen bessere Route ausgesucht. Ja, und ansonsten haben wir auch schon einige von unseren Stickern verteilt. Genau. Immer an so verschiedenen Punkten, ne, wo wir das ganz schön fanden oder wo unser Weg lang führte. So, eins haben wir noch. Wir haben eine wunderschöne, selbstgestaltete Webseite. Schaut dort gerne einmal vorbei. www.zweiaufrad.de. Wir haben es jetzt Tag 15 und das Wetter sieht wieder so toll aus. Wir haben es 13 Grad. Also ein paar Minuten später ist das Wetter wieder in Ordnung.
Gestern ist unser erstes Video online gegangen und wir haben schon einige Aufrufe bekommen und sehr viele Kommentare. Darunter war auch ein bisschen Kritik und Tipps, was wir sehr gut finden. Wir versuchen das so nach und nach umzusetzen. Darunter war auch der Tipp mit dem Ton oder die Kritik mit dem Ton, dass er mal leise war, mal laut. Das versuchen wir jetzt nach und nach zu verbessern. Unter anderem, wenn ich jetzt mit meinem Handy filme, wie jetzt, werde ich dann auch unser externes Mikrofon verwenden. Wie findest du das Emsland denn bisher? Ich finde es sehr abwechslungsreich. Viele verschiedene Tiere, die wir schon gesehen haben. Lamas, Rehe, Pferde, Kühe, Hühner, Katzen. Viel Tierhaltung hier, viele Bauernhöfe, viele Dörfer. Und wir haben ganz viele verschiedene Schutzhütten gesehen. Die fanden wir ganz interessant, die ganz überdacht waren oder zum Teil, wo man noch komplett reingehen konnte, die wir eigentlich ganz cool finden. Und es wäre cool, wenn es die auch woanders in Deutschland geben würde. Oh ja. Auch, dass die so gepflegt waren teilweise. Also manche leider nicht so. Da war auch viel Vogelkacker und so. Und Spinnweben. Aber manche waren richtig gut gepflegt. Da kann man sich gerne mal niederlassen für ein paar Stunden. Aber Zwischenahnen, da waren doch voll die zutraulichen Enten, ne? Die sind ja von sich aus auf die Menschen zugegangen und haben sich auf Füße gesetzt und so. Das stimmt, über den einen Fuß von dem einen Herrn ist die eine Ente einfach rübergewatschelt. Nee, die hat sich da hingelegt quasi so. Wirklich? Ich dachte, die wäre da noch drüber gewatschelt. Wir stehen hier am Großsteingrab von Ippen-Tannwald und das ist um die Jungsteinzeit erbaut worden, und zwar ca. 3500 bis 3000 vor Christus. Und das sind einfach richtig große Steine, die man jetzt hier nur noch von diesem Grab sieht. So, das Zelt steht. Diese Nacht wieder bei einem One-Night-Tent-Host. Und wie es dann ab Tag 16 weiterging, erfahrt ihr dann im nächsten Video.